Hogwarts Legacy bekommt einen Multiplayer. Das Ganze ist schon so weit, dass es Gameplay gibt, wo wir sehen können, wie 10 Spieler gleichzeitig am Spielen sind. Außerdem habt ihr die Möglichkeit dafür sogar Early Access zu bekommen. Allerdings ist es nicht die Art von Multiplayer, wie ihr es wahrscheinlich denkt. So viel kann ich schon mal sagen, das Ganze wird in einer Mod kommen und von einem bekannten Modding-Team entwickelt. Alle Details dazu, wie ihr Early Access bekommt und das Gameplay natürlich, schauen wir uns heute in diesem Video an, also bleibt dran. Vorab schon mal danke für die Resonanz im letzten Video, ihr seid wirklich klasse und echt crazy, wie viele Leute da vorbeigekommen sind. Und für alle, die neu hier sind, es kommen natürlich noch mehr Hogwarts Legacy Videos auf meinem Kanal. Das Abo lohnt sich ja also definitiv. Aber nun zurück zum Multiplayer. Gemeinsam mit euren Freunden ein Rennen über Hogwarts planen, als große Gruppe sogar ein Turnier organisieren oder sich gegenseitig Kämpfe liefern. Das alles ist ein wahrgewordener Traum für alle Hogwarts Legacy Fans und könnte schon bald Wirklichkeit werden. Denn tatsächlich gibt es schon aktuelles Gameplay-Material von einem Multiplayer-Testbild, wo wir sehen können, wie 10 Spieler gleichzeitig miteinander agieren. Allerdings, und das ist die schlechte Nachricht, ist das Ganze nichts Offizielles, sondern eine von dem bekannten Mod-Team Together erstellte Mod für Hogwarts Legacy. Die haben in der Vergangenheit schon die Skyrim Multiplayer-Mod Skyrim Together erstellt, die unter anderem bis zu 25 Spieler gleichzeitig hosten kann. Und nun starten sie mit dem Multiplayer-Mod Hogwarp für Hogwarts Legacy durch. Und mittlerweile gibt es dazu schon 2 Gameplay-Videos. Das erste Video ist ein wenig kürzer, geht ungefähr 1 Minute und wir sehen dort 2 Spieler, die wirklich miteinander agieren. Wir sehen einen Splitscreen und sehen leider tatsächlich, dass der eine Spieler bei Nacht spielt und der andere tagsüber, also da gibt es noch ein paar Differenzen. Allerdings sehen wir wirklich, dass das Ganze zumindest schon funktioniert, was ziemlich krass ist, weil das Spiel erst vor einer Woche rauskam. Das zweite Video hingegen ist deutlich interessanter, denn wir sehen dort wirklich ein bisschen mehr. Wir sehen dort 10 Spieler insgesamt, die von der großen Halle durch Hogwarts laufen und am Ende sogar über die Lüfte fliegen. Wir sehen also quasi, wie viel Leute sich bewegen. Wir sehen die Performance natürlich. Es ist wie gesagt auch ein sehr, sehr früher Build. Man weiß also nicht wirklich, wie das Ganze auch dann von der Performance her ist, wenn dann vielleicht noch Gameplay-Elemente, Turniere oder so mit eingespielt werden. Allerdings sehen wir schon, dass die Leute gemeinsam in der Luft sein können. Zumindest eine Person hat einen Besen, die anderen sind auch in der Luft, haben aber keinen Besen. Und ich finde es unglaublich verrückt, wie Leute es schaffen, so früh schon so etwas zu entwickeln. Das ist verrückt. Wir sehen also schon, was möglich ist mit Hogwarts Legacy. Wir könnten ein Quidditch-Turnier machen, wir könnten ein Kampfturnier machen, wir könnten selbst Verstecken in der Welt von Hogwarts spielen. Also es gibt so unglaublich viele geile Dinge. Ihr könnt mir gerne mal eure Ideen in die Kommentare schreiben. Natürlich, wie gesagt, ist das halt wirklich ein früher Build. Allerdings, sowas, wie gesagt, 1 Woche nach Release des Games rauszuhauen, ist schon sehr, sehr stark. Was übrigens auch sehr stark wäre der Daumen nach oben auf diesem Video, wenn ihr meinen Content bis hierhin gut fandet. Ich kann mir das auf jeden Fall sehr gut vorstellen, gemeinsam mit euch über Hogwarts zu fliegen, Turniere zu veranstalten, Rennen zu veranstalten, Community-Aktivitäten zu veranstalten. Diese Minispiele gibt es ja schon im Game, zum Beispiel dieses Accio-Game. Sicherlich kann man mit anderen Zaubern auch noch andere Games kreieren. Ich denke, da haben wir wirklich eine Menge Möglichkeiten als Community auch zu agieren, weil momentan ist ja Hogwarts Legacy nur ein Singleplayer-Game. Es ist ultra beliebt, aber ich glaube, wenn es da einen Multiplayer-Ableger geben sollte, entweder von Avalanche selbst oder eben von diesem Mod-Team, dann bricht das nochmal weitere Rekorde, denke ich. Allerdings ist noch nicht klar, wann dieser Multiplayer-Modus für alle verfügbar sein wird. Dennoch könnt ihr euch jetzt schon Early Access sichern. Wie funktioniert das Ganze? Da muss ich einmal auf Insider Gaming, denn den Beitrag habe ich da gelesen zum allerersten Mal zu diesem Multiplayer-Mod und dort hat Insider Gaming einen Link geteilt, einen Patreon-Link zu einem Account, nämlich zu einem der Entwickler, und über diesen Patreon-Link könnt ihr eben diese Entwicklung fördern. Das Ganze passiert über einen monatlichen Beitrag, der eben das Projekt supportet, und dadurch werden euch verschiedene Rechte versprochen. Von dem normalen Early Access Zugriff auf die Multiplayer-Mod ab 10 € bis hin zu komplett privaten Servern, wo ihr monatlich 50 € zahlen müsst, könnt ihr wirklich alles haben dazwischen. Aber mit dem Hinweis, dass es momentan noch kein Release-Datum gibt. Es gibt natürlich Testbuilds, ihr könnt daran teilnehmen, je nachdem wie viel Geld ihr ausgibt, aber wir wissen nicht wirklich, wann euer Support dann Früchte tragen wird. Keine Früchte, aber 6 tolle geheime Orte in der Welt von Hogwarts Legacy findet ihr jetzt schon und ich habe dazu ein Video gemacht, also checkt das mal gerne hier ab. Sonst freue ich mich auf die Multiplayer-Mode und ich hoffe, ihr tut es auch. Dankeschön fürs Zusehen, Freunde, und wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald.